Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch eine unserer Diagnosen vor mit einem Fallbeispiel aus einem BMW X1 2 Liter Diesel aus 2010 mit knapp 150.000 Kilometern. Der Kunde hat das Fahrzeug gekauft und möchte das Auto länger fahren. Wir werden in diesem Video euch zeigen, was man alles prüfen kann. Ich mache das Tor mal runter, damit das alles nicht so laut ist. Der Kunde hatte das Glück, dass er zu uns kommen kann und wir die einzelnen Sachen prüfen. Das heißt, bei der Prüfung bekommt er von jeder Komponente, die wir prüfen, wie Injektoren, Partikelfilter, Dreiklappen, Automatikgetriebe, bekommt ihr Bilder zugeschickt und eine Sprachnachricht, was das bedeutet, wie der Zustand ist und was wir halt empfehlen. Wenn ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, hierher zu kommen und vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen zum Beispiel, oder ihr habt bereits ein Fahrzeug, was ihr länger behalten wollt, oder ihr habt ein Problem, können wir genau diese Prüfung auch aus der Ferne anbieten. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows. Das Internet kriegt ihr ja übers Handy als Hotspot und dann können wir alle Prüfungen, die ihr gleich sehen werdet in dem Video, auch bei euch zu Hause prüfen, von hier aus vor Ort. Dann habt ihr entweder bei dem Kauf eines Fahrzeugs eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, könnt ihr sagen, hör mal zu, ich muss das und das investieren, damit ich das Auto noch die nächsten 5, 6 Jahre fahren kann. Oder wenn ihr selber so ein Fahrzeug habt, dann wisst ihr, macht es Sinn, das Auto zu behalten, macht es Sinn, lieber das Auto zu verkaufen, bevor es teuer wird, oder gibt es ein paar kleine Sachen, die man machen kann, damit so ein Fahrzeug lange lebt. Wir haben das Fahrzeug hier ausgelesen und was man zum Beispiel sehen kann, das Auto ist aus 2011, man kann sehen, dass der Softwarestand des Fahrzeugs ist immer noch der erste und das ist sehr, sehr schade, denn obwohl die BMW AG Updates entwickelt, damit einfach Fehler entfernt werden, damit Prozesse wie Regeneration des Partikelfilters oder des Blutsystems perfektioniert werden, werden diese Fahrzeuge bei den Niederlassungen der Vertragspartner nicht geupdatet. Warum nicht? Weil wenn man ein Update macht, dann muss man leider das gesamte Fahrzeug updaten. Und man hat jedes Mal die Gefahr, dass eins der Steuergerät kaputt gehen kann. Und so ein Steuergerät kostet viel Geld. Wenn das Auto noch auf Garantie ist, haben natürlich die Werkstätten kein großes Interesse, dass irgendwas kaputt geht, was man dann selber bezahlen muss. Ist das Fahrzeug aus der Garantie raus, wollen die Werkstätten natürlich nicht dem Kunden verklickern. Wir haben jetzt ein Update gemacht, dabei haben wir ein ABS-Steuergerät abgeschossen. Das kostet dich jetzt 3.000 € zum Beispiel. Deswegen ist die Idee von den AGs, von der BMW AG oder von Mercedes super, die Updates zu entwickeln, aber die Updates werden nicht gemacht. Wir haben die Möglichkeit, einzelne Steuergeräte abzudaten, entweder hier vor Ort oder auch aus der Ferne. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die neueste Motorsoftware haben wollt bei BMW, können wir das auch aus der Ferne machen. Wir fangen jetzt einmal die einzelnen Sachen an zu prüfen. Dieses Fahrzeug hat leider bereits ein Problem und wir gehen jetzt einmal Stück für Stück einmal die einzelnen Sachen durch, so wie wir das auch bei euch zu Hause prüfen würden. Wir gucken uns als erstes die Injektoren an. Wir haben bei dem Fahrzeug einen 4-Zylinder, das heißt wir haben 4 Injektoren. Und wir werden anhand der Werte sehen, wie ist der Zustand. Bevor ein Injektor kaputt geht, kann man sehr, sehr viel machen, um ihn wieder herzustellen. Denn natürlich kann man Injektoren reparieren lassen, aber ein reparierter Injektor ist niemals so gut wie einer, der ab Werk neu war und wo der Zustand einfach gut geblieben ist. Hier sieht man zum Beispiel, bei der relativ kleinen Laufleistung haben wir schon bei dem Zylinder 1 einen nicht idealen Wert. Alle anderen Zylinder haben Werte, die sind okay. Und wenn zum Beispiel die Injektoren verkoken, können sie auch anfangen zu tropfen und ein Loch in den Kolben reinbrennen. Das kann sehr, sehr teuer werden. Und ein Injektor zum Beispiel, wenn man die wirklich tauscht bei BMW oder bei Mercedes, liegen die preislich bei 500 € pro Stück. Aber man kann sehr, sehr viel machen, um die wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Und wenn wir zum Beispiel eine Diagnose machen, dann erzählen wir euch, was man für euren Fall halt machen kann, welche Mittel man verwenden kann, damit das halt möglichst lange hält und damit das auch was bringt. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug bestimmte Komponenten. Ne? Als erstes gehen wir mal von dem Partikelfilter aus. Wir haben einen Partikelfilter, der setzt sich halt mit Ruß zu und irgendwann muss das Fahrzeug eine Regeneration starten und den Partikelfilter frei brennen. Das ist die Idee dahinter. Wann er frei
abzubrennen ist, bestimmt das Fahrzeug über einen Sensor. Das heißt, der Sensor misst die Beladung des Partikelfilters, wie viel Abgasgegendruck haben wir und wann müssen wir den regenerieren. Aber wenn so ein Sensor wie in dem Fall 12 Jahre alt ist, dann kann er natürlich nach 12 Jahren auch kaputt gehen, weil der Sensor, der misst immer den Abgasgegendruck und der ist natürlich rußhaltig. Und dieses Rußhaltige kann natürlich dafür sorgen, dass er irgendwann halt dicht ist und uns falsche Werte liefert. Wenn er uns falsche Werte liefert, dann liefert er auch falsche Werte dem Auto und dann kommt das Auto niemals auf die Idee, eine Regeneration zu machen. Er wird immer voller und voller und voller und der Turbo hat immer mehr Gegendruck und irgendwann geht der Turbo kaputt. Und dann kann bei einem defekten Turbo auch die ganzen sozusagen Späne, kann auch in den Motor angesaugt werden. Das sind alle Sachen, die man vermeiden kann. Ihr seht, die Drehzahl erhöht sich. Wir hören, das Auto ist laut. So würde das auch bei euch zu Hause sein. Und wir sehen hier zum Beispiel die Werte, die wir euch als Foto zuschicken würden. Aber die Werte an sich ist nicht das Allerwichtigste. Wichtig ist, dass man die Werte halt richtig interpretiert. Deswegen gucken wir uns auch zum Beispiel an, wann das Fahrzeug das letzte Mal regeneriert hat. Da ist es halt auch sehr wichtig, dass man, bei manchen Fahrzeugen kann man zum Beispiel die Rußmasse sehen, bei manchen Fahrzeugen kann man sehen, ob diese Werte überhaupt authentisch sind im Vergleich zur letzten Regeneration, ob die überhaupt erfolgreich war. Und diese ganzen Sachen sind halt wichtig, damit man weiß, wie ist halt der Zustand des gesamten Fahrzeugs. Zum Beispiel, das Auto hat vor 280 Kilometern versucht zu regenerieren, aber nicht erfolgreich regeneriert. Das heißt, irgendwas hat ihn gestört, um die Regeneration halt durchzuführen. Wir werden jetzt einmal weiter prüfen und schauen, wie ist der weitere Zustand des Ganzen. Als erstes prüfen wir mal bei dem Fahrzeug die Versottung der Ansaugkanäle. Und zwar, es ist halt so, wir haben bei dem Fahrzeug, bei einigen Fahrzeugen haben wir Dreiklappen. In dem Fall haben wir keine, weil es ist ein Vierzylinder ohne Dreiklappen. Aber bei den meisten Fahrzeugen haben wir Dreiklappen, die sehen so aus. Die sitzen in der Ansaugbrücke. Kannst du einmal so ein bisschen filmen, dass man den Ruß auch sieht. Und man sieht zum Beispiel diese Dreiklappen verrußen, weil die bewegen sich permanent hin und her. Und wenn da Ruß ist, dann irgendwann können die nicht richtig schließen. Und so eine Dreiklappe ist halt sehr wichtig für eine erfolgreiche Regeneration. Wo kommt dieser ganze Ruß überhaupt her? Der Ruß kommt her durch die AGR, durch die Abgasrückführung. Das heißt, der Motor läuft mit Luft, Abgasen und Kraftstoff. Und die Abgase werden dem Motor permanent zugeführt und die bleiben hängen. Die bleiben hängen zum Beispiel bei den Dreiklappen und sorgen dafür, dass die irgendwann klemmen. Aber nicht nur die Dreiklappen sind ein Problem, sondern dadurch, dass dieser ganze Schmodder irgendwo hängen bleibt, haben wir am Ende weniger Luftvolumen in dem Motor und dadurch läuft der Motor an sich zu fett. Und das ist das, was wir hier prüfen. Das heißt, bei Fahrzeugen, wo die Dreiklappen haben, prüfen wir natürlich auch die Dreiklappen. Ihr bekommt das als Bild und was das bedeutet. Und bei Fahrzeugen, die keine haben, prüfen wir natürlich zusätzlich zu den Dreiklappen natürlich auch die Versottung der Ansaugkanäle. Dass wir einmal schauen, wie weit sind die Ansaugkanäle, wo die Ventile sind, versottet. Und ihr seht zum Beispiel, ihr hört, die Drehzahl geht hoch, so würde es auch bei euch zu Hause genauso sein. Das heißt, wir prüfen das bei verschiedenen Drehzahlbereichen und haben dann Ist- und Soll-Werte. Und dann sieht man, wie ist sozusagen die Versottung des Motors. In dem Fall sehen wir zum Beispiel, wir haben Maximalwerte 30 bis minus 30 und wir haben jetzt die Werte bei den verschiedenen Drehzahlen. Aber das ist noch nicht alles. Wir gucken auch natürlich, wie sind die Werte bei der berechneten Luftmasse. Das muss man halt auch im Verhältnis setzen, weil zum Beispiel das Fahrzeug hat in dem Fall ein AGR-Bypass-Ventil oder eine AGR-Bypass-Klappe. Und zwar, das System funktioniert so, bis der Motor warm ist, bis er eine 50 Grad Kühltemperatur erreicht hat, ist die Bypass-Klappe offen. Das heißt, die Abgase werden dem Motor halt zugeführt und die sorgen dafür, dass er relativ schnell warm wird. Wenn natürlich das Problem da ist, dass er halt nicht richtig oder zu schnell warm wird oder die Klappe halt permanent offen ist, dann zeigt er uns falsche Werte des Partikelfilters an und er zeigt uns auch falsche Werte der Versottung an. So sieht zum Beispiel der AGR-Kühler aus, das ist der Kühler selber, das ist die Bypass-Klappe, hier sieht man die und die schaltet um, ob sozusagen die Abgase durch den Kühler gehen, ne, und gekühlt werden oder, das kann man hier am besten sehen, oder die gehen sozusagen direkt durch die
Bypassklappe sozusagen in den Motor rein, um den warm zu machen. Wenn natürlich die Klappe permanent offen ist, wo sie nicht offen sein sollte, dann haben wir natürlich ein anderes Volumen, als das Auto das haben will. Deswegen muss man diese einzelnen Sachen auch richtig prüfen und gucken, ob zum Beispiel diese Bypassklappe sich halt ansteuern lässt, wie zum Beispiel bei diesem Fahrzeug. Da müsstet ihr einmal zum Beispiel zum Auto gehen und gucken, ob die Klappe aktiviert oder ob die sich bewegt oder sich nicht bewegt. Bei den anderen Fahrzeugen wird das elektronisch geprüft. Das heißt, man muss sicherstellen, dass die AGR Bypassklappe richtig arbeitet. Denn wenn die jetzt zum Beispiel verkokt ist, verkokt durch diesen Ruß, was wir da gesehen haben, dann schafft es zum Beispiel diese Unterdruckdose und das Unterdruckventil mit dem Schlauch, schafft es nicht, die auf- und zuzumachen. Das ist dann halt ein Problem, weil dann laufen die ganzen Abgase permanent in den Motor, auch ab einer Temperatur, wo die normalerweise nicht in den Motor laufen sollten. Und diese ganzen Sachen sind halt sehr wichtig, denn nicht nur die Werte, die man sich angeschaut hat, ist das, was zählt, sondern dass man diese Werte im Verhältnis setzt. Wenn zum Beispiel die AGR Bypassklappe nicht richtig arbeitet, dann sind die Werte des Partikelfilters auch nicht echt. Auch die Versottung der sozusagen Ansaugkanäle ist auch nicht echt. Das heißt, wir haben zwar Werte, aber man muss die Werte nicht einfach nur ablesen, sondern man muss auch die Werte im Verhältnis mit den anderen Sachen sozusagen zusammensetzen. Das ist das, was die Erfahrung halt, wo die eine Rolle spielt, weil wir haben das täglich, diese ganzen Sachen, und damit man einfach die richtige Maßnahme trifft, damit so ein Fahrzeug möglichst lange hält. Als nächstes werden wir bei dem Fahrzeug jetzt einmal schauen, in welchem Zustand ist jetzt das Automatikgetriebe? Wie ist dort der Zustand? Und da gehen wir gleich gemeinsam darauf ein, welche Maßnahmen es für das Automatikgetriebe gibt und welche Möglichkeiten es gibt, damit das Automatikgetriebe möglichst lange lebt. Und anhand der Adaptionswerte von dem Getriebe kann man die richtige Maßnahme fürs Getriebe feststellen. Denn ein Ölwechsel im Automatikgetriebe oder eine Spülung bei der Laufleistung oder vor allem bei den Adaptionswerten, die wir haben, ist die falsche Maßnahme. Denn viele von euch denken, dass eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel die einzig richtige Maßnahme ist, aber wissen nicht, dass oft nach einer Getriebespülung oder einem Ölwechsel das Getriebe deutlich schlechter schaltet als vorher. Und in diesem Video werden wir behandeln, warum. In dem Fall haben wir leider in diesem Fahrzeug sehr hohe Adaptionswerte. Bei den Adaptionswerten haben wir Kupplungsfülldrücke und Schnellfüllzeiten. Diese Werte sagen uns, ob wir einen Druckverlust im Getriebe haben. Haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust im Getriebe, dann würde zum Beispiel eine Getriebespülung ausreichen. Aber haben wir einen Druckverlust zum Beispiel, dann können wir so viel spülen, wie wir wollen, den Druckverlust werden wir dadurch nicht beseitigen. Wie kann das zum Beispiel sein? Wir haben zum Beispiel auch Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen, die bereits einen Druckverlust haben. Warum? Weil oft sind Fahrzeuge Leasingrückläufer, die werden einfach misshandelt, weil man weiß, irgendwann gibt das Auto zurück, nach mir die Sinnflut. Oder die Autos haben eine Anhängerkupplung, die wird sehr, sehr viel verwendet, man achtet wenig auf die Fahrzeuge. Oder man hat eine starke Motorisierung und das Fahrzeug hat oder das Getriebe hat eine hohe Belastung. Oder das Auto ist zum Beispiel schwer, fährt viel in der Stadt. Davon ist immer abhängig, wie ist der Zustand. Nicht nur, was auf dem Tacho steht, der natürlich auch manipuliert sein kann, oder nach dem Alter, sondern wie das Auto behandelt wurde. Und das kann man anhand der Werte genau sehen. Haben wir zum Beispiel hohe Kupplungsfülldrücke, heißt das für uns, dass das Getriebe mehr Druck aufbauen muss, um den Gang zu schalten. Auch wenn euer Getriebe perfekt schaltet, verschleißt das Getriebe permanent, wenn die Adaptionswerte sehr hoch sind. Oder die Schnellfüllzeiten hoch sind, dann verschleißt das Getriebe ebenfalls sehr schnell, weil das Getriebe muss den notwendigen Druck aufbauen, braucht dafür zu lange und in der Zeit schleifen die Lamellen. Wenn das Getriebe schon irgendwelche Ruck oder irgendwelche Probleme macht, dann ist es schon zu spät. Dann wird zum Beispiel weder eine Spülung helfen, noch eine sozusagen größere Wartung, auf die ich gleich eingehe. Man muss diese ganzen Sachen durchführen, bevor es so Probleme macht. Denn wenn es schon Probleme macht, investiert man Geld und das Getriebe wird trotzdem nicht mehr ideal schalten, weil der Verschleiß ist schon da. Das grobe Prinzip von einem Automatikgetriebe kann man sehr gut mit einem Schaltgetriebe veranschaulichen. Wenn ihr zum Beispiel Fahranfänger seid, dann könnt ihr noch nicht richtig kuppeln. Das heißt, ihr
könnt diese Kupplung nicht kommen lassen, nicht sozusagen, dass das einkuppelt. Das heißt, das dauert zu lange. Und in der Zeit, wo es sozusagen zu lange dauert, schleifen die Lamellen aneinander oder schleift die Kupplung. Das kennen die meisten Schalterfahrer von euch, weil jeder hat mal mit Schalter gelernt. So. Und genau das ist das Problem, wenn wir einen Druckverlust im Automatikgetriebe haben. Das Getriebe braucht zu lange, um sozusagen zu kuppeln. Und in der Zeit, wo es kuppelt, verschleißen die Lamellen. Und wenn die Lamellen verschlissen sind, haben wir einen Getriebeschaden. Hier sieht man zum Beispiel Lamellen. Das sind die Lamellenkupplungen. Die bestehen immer aus Paketen. Wir haben 5 Pakete. Wir haben einmal so eine sozusagen organische Kupplung, wird die genannt. Das heißt, wir haben hier kein Metall, sondern eine Beschichtung. Und wir haben einen Gegenpart Metall. Die arbeiten zusammen und die werden gemeinsam zusammengedrückt. Haben wir ein qualitativ hochwertiges Öl im Getriebe, was noch nicht so viel Dreck hat, noch nicht so viel Wasser, dann haften die Lamellenkupplungen gut miteinander, weil das Öl ist wie eine Art Klebstoff. Haben wir sehr viel Wasser im Öl oder sehr viel Partikel, dann haften die schlechter miteinander. Die ganzen Kupplungspakete haben wir hier drin. Das ist das Getriebegehäuse. Im Getriebegehäuse sitzt die Mechatronik, die sorgt für das Schaltverhalten. Hier vorne haben wir den Wandler und so sieht zum Beispiel eine Mechatronik aus, wenn die zusammengebaut ist, inklusive Steuergerät. Ne? So. Das heißt für uns, wenn wir ein Druckproblem haben, ist das schlecht. Druckproblem heißt, wir haben mehr Verschleiß. So, fahren wir zu lange mit dem Druckproblem, haben wir zu viel Verschleiß und irgendwann, wenn wir dann die richtige Maßnahme treffen, haben wir schon trotzdem zu viel Verschleiß gehabt. Dann kriegt man das Getriebe nicht mehr in guten Zustand hin. Wo kann denn der Druckverlust überhaupt sein? Fragt man sich. Ne? Eine mögliche Art des Druckverlustes ist sozusagen die Kontaktfläche zwischen Getriebe und Mechatronik. Dort haben wir bestimmte Gummikomponenten, die nach bestimmter Laufleistung oder Fahrverhalten oder Alter einfach verschleißen und die dichten nicht mehr ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Mechatronik selber. Das heißt, in der Mechatronik haben wir zum Beispiel eine Dichtplatte, die kann kaputt gehen, so wie hier zum Beispiel. Ihr seht hier Beschädigung. Diese Beschädigungen sorgen dafür, dass wir hier einen Druckverlust haben. Eine weitere Möglichkeit kann zum Beispiel sein, der ganze Lamellenabrieb. Der Lamellenabrieb, der sich in der Mechatronik sammelt, weil dieser Lamellenabrieb von diesen Kupplungslamellen, der ist nicht metallisch. Wenn er nicht metallisch ist, bleibt er nicht am Magneten hängen, sondern schwimmt permanent im Öl. Und dann haben wir das Problem zum Beispiel, dass zwischen Gehäuse und den Kolben haben wir Fremdkörper und die haben Probleme zu arbeiten, weil sie haben immer ein Hindernis, einen Fremdkörper, den Lamellenabrieb, gegen den sie immer anarbeiten müssen. Und das ist halt, was auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Adaptionswerte hochgehen, weil das Getriebe muss mehr Druck aufbauen, um diesem Hindernis sozusagen entgegenzuwirken. Als dritte oder vierte Möglichkeit kann ein metallischer Verschleiß der Mechatronik sein, den wir am Ende des Videos nochmal detailliert ansprechen. Das heißt, wir werden die Mechatronik auf Kompression prüfen. Kompression heißt, wir prüfen über Unterdruck die Kompression zwischen dem Kolben und dem Gehäuse, wie zum Beispiel bei dem Motor. Da prüfen wir auch die Kompression, ne, weil das Ding arbeitet permanent hier. Und irgendwann verschleißt das, so wie hier zum Beispiel. Ihr seht, ihr habt ganz viele Riefen zum Beispiel. Und dann haben wir den Druckverlust metallisch zwischen den beiden Teilen. Wenn hier der Druckverlust ist, dann muss man entweder die Mechatronik tauschen, die kostet leider 2.500 € aufwärts, ohne Einbau, ohne Kodierung und so weiter und so fort. Oder wenn ihr Glück habt, dann können wir die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Das werden wir am Ende des Videos auch gemeinsam machen und zeigen, wie sowas ungefähr funktioniert. Man denkt sich, warum muss ich mich überhaupt mit diesem ganzen Quatsch beschäftigen? Wenn das Getriebe irgendwann kaputt geht, dann lasst es auch reparieren. Gute Idee. Das Problem ist zum Beispiel nur, wir setzen Getriebe hier instand. Und man muss einfach realistisch verstehen, ein instand gesetztes Getriebe ist niemals so gut wie ein Getriebe, was ab Werk vernünftig behandelt wurde. Wie zum Beispiel eine Krone und ein echter Zahn. Wenn jemand den Unterschied kennt, der weiß, das ist halt ein Unterschied. Deswegen zum Beispiel eine Mechatronik. Wenn man ein Getriebe instand setzt, wird in der Regel nur die einzelnen Kupplungspakete, die sich hier sozusagen gebildet haben oder die verschlissen sind, ausgetauscht. Aber die Ursache des Ganzen, das heißt die Mechatronik, die den Druckverlust verursacht, die wird nicht getauscht, weil die kostet sehr, sehr viel Geld. Auch zum Beispiel der Wandler, der Verschleiß hat, weil der Wandler wird über die Mechatronik aktiviert, hat auch Verschleiß, der wird auch oft nicht getauscht. Deswegen kriegt man auch bei so einer Instandsetzung nur
ein Jahr Garantie oder eine bestimmte sozusagen Laufleistung, die man Garantie hat. Ein neues Getriebe bei BMW kostet 12.000, 13.000 Euro. Natürlich kann man ein Getriebe sich neu auch bei einem Getriebehersteller kaufen, liegt man preislich auch ungefähr bei 8.000 Euro. Deswegen, wenn man das Getriebe vernünftig instand setzt, inklusive Mechatronik, inklusive Wandler, liegt man ungefähr bei 5.000 bis 6.000 Euro. Aber es wird nur das getauscht, was kaputt ist. Bauteile im Getriebe, die noch nicht kaputt sind, aber schon einen Verschleiß haben, werden nicht getauscht. Deswegen ist ein Getriebe, was instand gesetzt wurde, schaltet immer noch ein bisschen ruckartig, hat so ein bisschen leicht Schaltprobleme, weil zum Beispiel wie hier Bauteile, diese ganzen Lager, hier, sowas, und von solchen Sachen gibt es sehr, sehr viele, die haben Luft, die haben Verschleiß, aber die sind noch nicht kaputt. Würde man jedes Bauteil tauschen, was irgendwie einen Verschleiß hat, dann würde so eine Instandsetzung 15.000 Euro kosten, zum Beispiel. Und das wird sich nicht mehr lohnen. Deswegen ist unser Ziel, das Getriebe vor dem Getriebeschaden zu bewahren. Und was halt schade ist, was wir sehr oft erleben, dass die Leute uns kontaktieren, nachdem sie eine Getriebespülung gemacht haben und denken, sie haben dem Getriebe was Gutes getan und sagen, das Getriebe schaltet danach noch schlimmer. Ich erkläre euch jetzt warum. Wenn ihr eine Getriebespülung macht, ohne euch die Adaptionswerte anzugucken, in welchem Zustand ist das Getriebe, dann habt ihr die falsche Maßnahme getroffen für das Getriebe. Ihr schadet dem Getriebe eher, weil zum Beispiel eine Spülung, die meistens gemacht wird über ein externes Gerät gemacht, mit einem externen Druck, was höher ist als der Druck des Getriebes. Das Getriebe funktioniert normalerweise so, er saugt das Öl einfach selbstständig an. So, dadurch kann man dem Getriebe nicht schaden. Wird dem Getriebe aber externer Druck hinzugefügt, dann gehen diese ganzen Gummikomponenten, so wie hier zum Beispiel, die gehen kaputt, die reißen wegen dem externen Druck. Weil die sind natürlich angegriffen, die haben schon ihre Daseinsberechtigung, die sind schon irgendwie schwimmen im Öl 5, 6, 7, 8 Jahre und irgendwann, wenn wir noch einen externen Druck machen, gehen die kaputt. Oder der Lamellenabrieb, der sich zum Beispiel in dem Bereich war, zum Beispiel der war hier. Dann haben wir externen Druck oder allgemein gespült, dann ist der direkt von hierher gewandert. Und dann haben wir hier ein Schaltproblem. So, denn man muss ehrlich sein, bei einer Getriebespülung kriegt man diesen ganzen Lamellenabrieb aus der Mechatronik nicht raus. Die einzige Chance, wenn man die Mechatronik reinigen will oder den Dreck rausbekommen will, ist die zerlegen, komplett per Hand reinigen. Dann ist die Mechatronik sauber, dann ist dieser ganze Lamellenabrieb halt verschwunden. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel bei dem Fahrzeug nach einer Spülung oft Probleme gibt. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum die ZF-Niederlassungen oder Vertragspartner, die es früher gab, früher haben die selber den Service gemacht bei dem Getriebe. Mittlerweile haben sie das an Fremdwerkstätten abgegeben, die bei ihnen die Teile kaufen. Und weil es gab sehr, sehr viele Probleme. Und deswegen muss man immer so ein bisschen die richtigen Sachen tun, damit man nicht irgendwann doppelt bezahlt. Weil wir haben oft Kunden, die haben für eine Getriebespülung 1.000 Euro bezahlt, Getriebe schaltet sehr schlecht und die müssen jetzt nochmal investieren. Hätten sie lieber gleich das Richtige getan, hätten sie sich 1.000 Euro sparen können. Ne? Und das ist immer so ein bisschen die Problematik. Auch großes Problem ist das Getriebesteuergerät. Das Getriebesteuergerät schwimmt im Öl. Das gibt es nicht separat bei BMW, sondern man muss das mit der Mechatronik kaufen. Das Steuergerät hat bestimmte Sensoren und wenn zum Beispiel das Öl einen hohen Wasseranteil hat oder zum Beispiel eine schlechte Schmierwirkung, dadurch haben wir zu hohe Temperaturen des Öls, weil es schmiert nicht mehr richtig, dann geht dieser Steuergerät kaputt. Und dann müsst ihr die ganze Mechatronik tauschen. Liegt man preislich bei 2.500 Euro aufwärts. Ein gebrauchtes kann man nicht verwenden, weil dort ist die Wegfahrsperre verbaut bei BMW. Wir können die zwar anpassen und so weiter, aber wenn ihr ein gebrauchtes kauft, wisst ihr auch nicht, vielleicht ist es auch kaputt. Ihr trägt das Risiko für ein gebrauchtes Steuergerät. Deswegen, man sollte es einfach nicht so weit kommen lassen, denn ich finde, das Ärgerlichste ist, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, ein Auto gekauft hat und dann mit dem Auto fährt und das Auto fängt an irgendwie zu rucken oder so weiter oder danach führt man irgendwelche Wartungen durch, man spült, man tauscht die Dichtungen, man reinigt die Mechatronik, man investiert Geld und das Getriebe schaltet danach immer noch schlecht, weil man hat den Zeitpunkt verpasst, wo man es hätte rechtzeitig machen müssen. Deswegen machen müsst ihr das so oder so. Wichtig ist nur, dass man das Richtige macht und nicht zu spät. Wenn ihr Bekannte, Freunde habt, die BMW fahren, Mercedes fahren,
Teilt gerne das Video, damit auch andere wissen, was zu tun ist. Die müssen nicht alle hierher kommen, aber damit man einfach die richtigen Sachen macht, weil wir wollen mit den Videos euch einfach sensibilisieren, damit ihr nicht einfach irgendwas macht, weil ihr denkt, ihr tut dem Auto was Gutes, sondern damit ihr das Richtige macht, damit ihr nachfragt, was für Öl wird verwendet, originales Öl oder irgendwie ein Zubehör für 2 Euro der Liter. Wird mit Chemie gespült oder ohne Chemie? Wird mit externem Druck gespült oder ohne externen Druck? Fragt nach, weil nur so könnt ihr dafür sorgen, dass das Getriebe möglichst lange hält und ja, ihr wenig Ärger damit habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, hinterlasst gerne ein Like für den Video, damit das geteilt wird und wir sehen uns das nächste Mal. Hier ist zum Beispiel eine defekte Mechatronikhälfte und diese Mechatronikhälfte kann man halt prüfen über Druck. So, das heißt, wir sehen hier bestimmte Bereiche. Hier sehen wir einen Bereich, der ist rot und der hat zum Beispiel einen Verschleiß, der ist beschädigt. Das heißt, normalerweise sollte ein Bereich ungefähr bei mindestens 18 sein. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, was wir hier für einen Wert haben. Wir haben hier einen Wert von ungefähr 10. Das heißt, in dem Bereich haben wir zum Beispiel schon einen Druckverlust. Ich kann euch zum Beispiel einen anderen Bereich zeigen. Hier, ne, hier habt ihr einen Wert von ungefähr fast 30. Das ist ein Wert, der vernünftig ist. Ne? Und wenn wir natürlich in dieser Mechatronik, in dem Bereich halt einen Verschleiß haben, dann haben wir hier einen Druckverlust und dann muss man die Mechatronik tauschen oder man kann die instand setzen. In dem Video werden wir euch auch zeigen, wie wir diese Mechatronik instand setzen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Weiterhin gibt es im Getriebe zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch zum Beispiel einen kleinen Filter, die kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn diese Filter verdreckt sind, durch Lamellenabrieb zum Beispiel, dann haben wir das Problem, dass diese Magnetventile nicht richtig arbeiten. Dann können die ebenfalls zu so einem Problem führen. Bei vielen Getrieben haben wir
Sollbruchstellen. Und diese Sollbruchstellen sind vom Werk so gemacht, dass die Getriebe einfach nicht lange halten können. Hier haben wir zum Beispiel Dämpfer, hier könnt ihr euch die angucken. Das ist zum Beispiel ein neuer Dämpfer. Ihr seht, ihr habt eine Gummibeschichtung. So sieht der Dämpfer nach einer bestimmten Laufleistung aus. Es gibt aber auch modifizierte Dämpfer mit einer Metallfeder, damit sowas halt nie wieder passieren kann. Ups, nicht wegfliegen. So, genauso haben wir hier bestimmte Puffer, das heißt, die dafür sorgen, dass wir Druckverhältnisse wieder da haben. Ihr seht zum Beispiel, das ist das Originale und wir haben hier schon so ein bisschen Beschädigung, ne, Kratzer, die kann man relativ gut sehen. Und hier haben wir die modifizierte Variante mit einer Dichtung. Das heißt, die kann auch nicht mehr oder hält entsprechend halt lange. Genauso kann man zum Beispiel so eine Mechatronik modifizieren, dass sie einfach stärker ist und diese Sollbruchstellen entfernt. Das können wir bei jeder Mechatronik machen von BMW, wenn ihr in sowas Interesse habt.